Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal zur Bausatzbesprechung über den 1945 King Tiger von Ammo by Mick im Maßstab 1:35. Wie ihr sehen könnt, habe ich mir auch wieder einiges an Zubehör gekauft. Das Zubehör zeige ich euch im Detail nach der Bausatzbesprechung. Ich würde sagen, fangen wir mit dem Panzer an. Der Bausatz hat die Nummer 8500, ist eine Limited Edition. Man kann den Tiger 2 in zwei verschiedenen Versionen bauen. Einmal in der letzten Version vom März 1945 oder die Version Juli 1945, das Projekt. Das ist, wie auf dieser Box hat, dieser Panzer mit dem Nachtsichtgerät und der größeren 10,5 cm Kanone oder auch besser bekannt als E75. Das Set enthält das Nachtsichtgerät FG 1250. Hier könnt ihr sehen, was in dem Bausatz alles drin ist. Also verschiedene Typenlackierungen, verschiedene Rohre für die Kanone, wie gesagt einmal die 8,8er oder die 10,5, 8 verschiedene Tarnschemen und so weiter, PE-Teile sind enthalten und verschiedene Motorraumabdeckungen. Auf dieser Seite des Bausatzes sieht man einige Bemalungsvorschläge. Hier kann man schon gut erkennen, März 45 mit der kleineren 8,8er oder Juli 1945 ein What-If-Fahrzeug der E75 mit der großen 10,5 cm Kanone. Dieser Seite nichts Weltbewegendes, nochmal die Seitenansicht. Hier natürlich etwas Werbung über die ganzen Farben, die empfohlen sind, natürlich von Mick. Und eine Übersicht über die Abdeckung des Motorraums. Hier kann man schon gut die Unterschiede zwischen dem Tiger 2 und dem späten Tiger 2 oder dem Projektfahrzeug E75 sehen. Und auf dieser Seite nochmal das gleiche. Ich würde sagen, machen wir auf und schauen hinein. Wenn wir jetzt den Deckel abnehmen, das ist ein sogenannter Stülpkarton. Der ist auch schön stabil durch die verstärkten Seitenwände, da dürfte nichts kaputt gehen. Sehen wir hier oben als erstes eine extra Tüte mit den PE-Teilen für die Abdeckung der Kühlergrille. Dann die ganzen Decals und Abziehbilder, Markierungen. Dann haben wir hier die Bemalungsvorschläge in den verschiedenen Versionen. Das zeige ich euch alles gleich im Detail. Die große Bauanleitung. Hier haben wir eine Tüte mit dem Gießast S, mit der Rückwand, Kanonenblende und Vorderseite des Turms. Hier eine Tüte mit der Kommandantenkuppel, Mündungsbremse sehe ich hier und Teile der Werkzeuge sowie Feuerlöscher. Diese Seite haben wir die Innenseite oder Unterseite des Turms, besser gesagt, mit Details drauf, also wirklich tollen Details und die kleine 8,8er Kanone. Hier haben wir den Turm, die Hülle des Turms, besser gesagt. An diesem Gießast sind Schutzbleche, Werkzeuge, Stahlseile, dieser Gießast enthält die große 10,5 cm Kanone sowie Abdeckung für den Motorraum, Antriebsrad. Diese Tüte hat nochmal Stahlseile, die vordere Panzerplatte, nochmal Abdeckung für den Motorraum sowie die seitlichen Schutzbleche. In dieser Tüte befinden sich zwei identische Gießäste, einmal mit den Torsionbars, also Torsionsfedern und Laufrollen. Hier befinden sich auch zwei Gießäste drin, hier sind die Ketten. Dann haben wir hier in einer Tüte den oberen Teil der Wanne und den unteren Teil der Wanne. In diesem kleinen Gießast haben wir nochmal das MG 34 und Teile für das Nachtsichtgerät. Und in der letzten kleinen Tüte sind die Klarsichtteile für die ganzen Winkelspiegel. Und jetzt schauen wir uns die Gießäste in Einzelnen an. Fangen wir als erstes mit der Bauanleitung an. Hier auf dem Deckblatt der Bauanleitung sieht man schon unterschiedliche Markierungen, eine 1 und eine 2. Die 1 steht immer in der Bauanleitung für die März 1945 Version, das letzte reale Fahrzeug, und die 2 für das Projektfahrzeug im Juli 1945 mit dem Nachtsichtgerät und der größeren Kanone.
Die Bauanleitung ist ein kleines Booklet, was in der Mitte geheftet ist. Das ist sehr schön. Auf der ersten Seite finden wir die Zeichenerklärung und Verarbeitungshinweise. Hier eine komplette Übersicht über alle Spritzlinge, sowie die Decals und die Foto-Ads-Teile. Hier beginnt schon der Zusammenbau. Man sieht ja Werkzeuge, Stahlseile an die obere Hülle, Abdeckung über Fahrer und Funker, das Anbringen der vorderen Panzerplatte, MG34, die Seitenschutzbleche. Hier geht es los mit den Antriebsrollen, der Umlenkrolle und den Aufrollen, Zusammenbau der Kette, die Aufhängung, das schöne Schachtellaufwerk, die vorderen Schutzbleche, Lampe und der Zusammenbau von der oberen und unteren Wanne. Hier die hintere Abdeckung des Motors mit dem Auspuff und Einbau der Schutzvorrichtungen. Und hier sieht man schon den ersten Unterschied zwischen den Motorabdeckungen. Version, also Schritt 16.1, das heißt für den letzten Tiger, das Originalfahrzeug, oder Schritt 16.2 für das Entwicklungsfahrzeug, was eine komplett andere Motorabdeckung kriegt. Da muss man mal genau darauf achten, dass man nicht durcheinander kommt. Und die Schritte miteinander vertauscht. Hier sieht man, wie es weitergeht. PE-Teile werden angebracht, Werkzeuge auch wieder unterschieden in 18.1 und 18.2. Man sieht den deutlichen Unterschied. Auch beim Turm gibt es gleich noch Unterschiede. Das Innere des Turms hat einige Details aufzuweisen. Tankenkuppel. Dann geht es schon mit der Kanone weiter. Die hintere Ausstiegsluke. Anbringen der Details am Turm. Hier auch wieder der Unterschied zwischen 18.1, der letzte Tiger 2, und das Entwicklungsfahrzeug mit dem Nachtsichtgerät und den Entfernungsmessern vor allem. Hier bei 29.1 die 8,8 cm Kanone zu erkennen wie im Original und hier die Entwicklungskanone, die 10,5 cm für den E75. Auch Unterschiede an den seitlichen Teilen, an den Kettenteilen, die an den Turm kommen. Dann wird der Turm auf die Wanne gesetzt und damit ist das Modell fertig. Die Bauanleitung hat 31 Schritte, ist schön übersichtlich. Ich denke mal, das Fahrzeug lässt sich gut damit bauen. Kommen wir nun zu der Bemalungsanleitung. Die Bemalungsanleitung ist etwas größer und umfangreicher. Sie ist komplett farblich in verschiedenen Versionen. Man sieht immer, welche Version gemeint ist. Genauere Daten oder Einheitsnummern sind nicht vorhanden, einfach nur da, wo die Fahrzeuge gesehen worden sind oder wo sie eingesetzt waren. Nichts Spezielles. Auf dieser Seite haben wir wirklich nur die März 45 Version. Und wenn wir das Ganze rumdrehen, haben wir hier die Bemalvorschläge für das Entwicklungsfahrzeug. Die Version mit, wie ich finde, schön ausgefallene Tarnungen sind dabei. Auch hier schön im Rotbraun mit der Grundierung. Hat noch nicht viel Zeit gehabt, das Dunkelgelb aufzutragen. Da kann man sich echt was Schönes raussuchen. Mir gefällt vor allem die hier oben. Ich denke mal, ich werde auch so eine ähnliche Tarnung machen. Kommen wir nun zu den einzelnen Teilen und dem Inhalt der Tüten. Ich mache die mal auf. Da sehen wir hier gleich die Abdeckung der Kühler. Sehr schön dünnen Foto-Ads-Teilen. Sieht gut aus. Dann packe ich mal die Decals aus, damit man mal sieht, was für eine Qualität die Abziehbilder haben. Wir sehen hier einige Balkenkreuze, Nummern und Markierungen. Vor allem finde ich diese Markierung ganz passend. Die kann man dann auf dem rotbraunen Untergrund, auf der Grundierung aufbringen. Da sieht es so aus, als ob das noch Farbmarkierungen aus der Produktion sind. Die Abziehbilder sind schön flach. Es gibt kaum Transferfilm. Also man spürt sie kaum und ich denke, sie lassen sich richtig gut verarbeiten.
Kommen wir nun zum Plastik. Wir haben hier den Gießast S. Was ich sehr schön finde, hier oben ist es durchgeprägt auf gut Deutsch. Man erkennt sofort, wenn das liegt, was es für ein Gießast ist. Das macht die Übersichtlichkeit wirklich gut. Wir haben hier auf der Rückseite des Panzers eine gerollte Stahlstruktur. Ich hoffe, ihr könnt es hören. Diese ist also auf der Vorderseite des Turms und hier in dieser Panzerplatte. Die Angriffspunkte sind an manchen Stellen etwas breiter, aber ich denke, dafür lassen sie sich sehr gut versäubern. Ich sehe keinerlei Fischhäute, Auswurfmarken, aber die wird man ja sowieso nicht sehen. Hier haben wir jetzt den Gießast C. Auf der Unterseite des Turms sieht man schöne Details, die richtig gut gegossen sind. Das heißt, wenn Luken offen sind, kann man wirklich diese Details auch sehen, was sehr schön ist, obwohl dieser Bausatz normalerweise keine Inneneinrichtung hat. Ich bin gespannt, ob hier auch Munitionshalter hinkommen, die man dann später sieht. Und hier unten haben wir noch die 8,8er Kanone. Auch die Oberfläche des Turms ist leicht rau und hat eine leichte gewalzte Stahlstruktur. Hier haben wir jetzt den Gießast D. Und was auffällig ist, hier steht überall Taco mit drauf. Das scheint auf jeden Fall der Hersteller des Bausatzes zu sein, wo Nick den her hat. Mit der Kommandantenkuppel. Hier schöne Details, die Stoßdämpfer zum Verstellen der Luken. Und hier haben wir schon eine Mündungsbremse, eine einteilige, die im Slide-Molding gemacht worden ist. Ich kenne die deutsche Bezeichnung nicht dazu. Aber auch schöne Details. Auch hier könnt ihr sehen, sehr scharf gegossen, tolle Details. Das ist jetzt der Gießast B mit den Schutzblechen. Die Dicke der Schutzbleche ist noch hinnehmbar. Aber ich denke, mit Foto-Ads-Teilen würde man noch einen noch höheren Detailgrad kriegen. Aber für meine Ansprüche reicht das. Ich werde die auch verändern, sodass die leicht beschädigt und fehlend aussehen. Da haben wir schon verschiedene Abdeckungen für den Motor, die Panzerplatte und Stahlseile. Sowie Luken, die auch Innendetails haben. Und hier an dem Schutz vom Auspuff sieht man sehr schön eine gegossene Stahlstruktur. Schön rau, da muss man nichts weiter machen, das kann man sehr schön schon so verwenden. Dann nochmal die Rückseite. Das ist jetzt der Gießast H und hier sehen wir ein zweiteiliges Kanonenrohr der 10,5 cm Kanone sowie die Mündungsbremse und die Entfernungsmesser. Andere kleine Halterungen, Antriebsrad, das auch sehr schön gegossen ist. Und nochmal Motorabdeckung. Das ist jetzt Gießast G mit den vorderen Schutzblechern, Werkzeugen, Holzkiste, den Wagenheber, Stahlseil nochmal, Feuerlöscher, andere kleine Anbauteile sowie den Original MG 34. Was schön ist, hier sind wirklich kleine Angusspunkte, da muss man keine Sorge haben, dass beim Raustrennen irgendwas wegbricht. Das ist jetzt der Turm, der Korpus des Turmes. Und ich hoffe, ihr könnt es sehen, wenn ich scharf stelle, dass die Oberfläche auch eine gewalzte Stahlstruktur hat. Man hört es auch. Die ist zwar nicht ganz so prägnant, aber sie ist dennoch da.
Die Oberfläche fühlt sich rau an. Keine Auswurfmarken in der Mitte der Innenseite. Hier haben wir jetzt den Unterteil der Wanne und den Oberteil. Das Unterteil ist ein wenig verzogen, man sieht es hier, aber ich denke mal, wenn die Rückwand eingebaut ist, wird das automatisch wieder gerade und alles passt ganz gut zusammen. Auf der Innenseite sehen wir überall schon kleine vorbereitete Halterungen, wo Teile hineinkommen, wahrscheinlich für die Version, wenn man einen Tiger 2 mit kompletten Innenraum baut. Ansonsten noch einige Luken auf der Unterseite. Kleinere Auswurfmarken, die man noch versäubern muss. Hier die Luke ist sogar offen. Die Fluchtluke für den Funker. Und die Oberseite der Wanne. Auch hier vorne auf der Frontpanzerplatte, die ist wieder rau. Das kann man sehr gut spüren, die Seitenteile in den gewalzten Stahl zu simulieren. Und einmal der Zahnkranz, den dieser Turm sehen kann beim Original. In dieser Tüte befindet sich zweimal der identische Gießast, deswegen zeige ich euch nur einen davon. Hier sehen wir jetzt die Laufrollen, nochmal ein Antriebsrad, die Schwingarme und die Torsionsstäbe, noch mehrere kleine Halterungen. Wie gesagt, dieser Gießast ist zweimal vorhanden. Hier wieder etwas breitere Angusspunkte, muss man ein bisschen aufpassen, ein bisschen mehr schleifen. Aber ansonsten sieht der Guss sehr schön scharf aus. In dieser Tüte mit den Gießästen für die Ketten befinden sich auch zwei Gießlinge. Komplett identisch, deswegen zeige ich euch nur einen. Mit K gekennzeichnet. Die Angusspunkte, finde ich, sind gut gewählt. Die Teile lassen sich einmal frei heraustrennen und dann auch schnell versäubern. Und die Guidehorns sind schon mit dran. Die Führungshörner. Das sind zum Teil Lincoln Link Tracks und halt hier größere Teile für die Unterseite der Kette. Die Kette des Originalbausatzes hat sehr schöne Details. Gut gegossen. Die kleinsten Schrauben sind gut zu erkennen. Wie gesagt, Licht zweimal bei. Kommen wir nun zu den letzten beiden Tüten. Da haben wir hier in dieser Tüte den Gießast J. Am Gießast J befindet sich nochmal das MG34 des Kommandanten sowie das Nachtsichtgerät. Das aus mehreren Teilen und das muss jetzt zusammengesetzt werden. Und hier sieht man auch den UV-Scheinwerfer. Sowie dann der Bildgeber, der das UV-Bild dann umwandelt, damit es der Kommandant sehen kann. Das MG ist leider vorher nicht ausgebohrt, aber ich werde die Teile sowieso ein wenig modifizieren und ersetzen. In der letzten Tüte haben wir jetzt die Klarsichtteile. Es sind wirklich eine Menge Winkelspiegel und auch Lichter. Hier haben wir 3 größere Winkelspiegel. Ich denke, die sind für den Fahrer, den Funker und den Richtschützen nochmal und die ganzen Periskope für die Kommandantenkuppel. Schön klar, gut durchsichtig. Der Gießast Z. Am Ende vom Video habe ich wieder Detailsbilder von jedem einzelnen Gießast. Da könnt ihr das Video pausieren und euch die Teile nochmal in Ruhe anschauen. Der Bausatz macht auf mich einen sehr guten Eindruck
und ich freue mich dann auch schon bald loszulegen und ihn zu bauen. Wie gesagt, ich werde ihn in der Version Juli 45 bauen als E75 Version. Jetzt kommen wir zu den Zubehörteilen. Ich habe mir hier einmal von der Firma Bronco Models aus der USA das Nachtsichtgerät nochmal geholt. Die Setnummer ist AB3577, weil ich einige Teile daraus nehmen möchte, um auch den Turm weiterhin zu modifizieren, dass der Richtschütze ein Nachtsichtgerät hat. Da will ich eine kleine Halterung bauen, dass das vor der Richtschützenoptik sitzt. In dem Set enthalten sieht man einmal hier zweimal Digislinge, sowie kleine Foto-Ads-Teile und auch Klarsichtteile. Und damit kann man zwei verschiedene Versionen des Nachtsichtgerätes bauen für den Kommandanten. Einmal mit dem MG34 oder einmal nur als Nachtsicht, so wie es jetzt auch original bei dem Bausatz dabei ist. Dann habe ich mir Metallketten gegönnt von der Firma Friul Models. Seht ihr selbst für den Tiger 2 oder E75. Ich habe noch nie Metallketten verarbeitet und das wird mein erstes Mal sein. Und da bin ich schon gespannt drauf, wie das funktioniert. Dann habe ich mir von der Firma Eureka, das kann man schlecht lesen, zweimal das Stahlseil nochmal geholt mit Ösen aus Resin. Das ist gewickelter Kupferdraht, das seht ihr hier. Und halt die Ösen aus Resin, die man ein bisschen frei bohren muss und schleifen muss. Aber ich denke mal, das wertet das Modell noch auf und man kann dadurch das Stahlseil viel realistischer darstellen. Dann habe ich mir von der Firma Voyager Model ein Metallkanonenrohr geholt für die 10,5 cm Kanone. Darin enthalten ist eine andere Kanonenblende aus Resin und nochmal andere Entfernungsmesser sowie die Mündungsbremse aus gedrehten Messingteilen. Hinten ist dann die Bauanleitung dran und hier kann man mal sehen, German King Tiger, die L68 105. Von der Firma Blast Models habe ich mir eine What If Crew geholt, seht ihr selbst, German Tank Crew 1946 für die ganzen Entwicklungsfahrzeugreihen. Und da werde ich auch beide Figuren nehmen. Diese bestehen aus Einzelteilen, aus Resin und die müssen auch zusammengesetzt werden mit Sekundenkleber. Aber die sehen sehr schön aus und das seht ihr dann im Video zum Baubericht. Und die letzten beiden Teile sind einmal gedrehte Läufe und Führrippen für das MG34, einmal hier für das MG in der Wanne von der Firma Ava. Und von der Firma RB Models auch nochmal der Lauf des Maschinengewehr 34 für den Kommandanten. Auch aus Metall. Wunderschön gedreht. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns wieder, wenn es zum Baubericht geht. Tigers von 1945, der E75 Version. Bis denn, euer Ben.